Diese Soundbar versucht einen Spagat. Einerseits soll sie optisch zum Gallery OLED G4 passen und gleichzeitig auch noch toll und groß klingen. Aber klappt das mit so einem dünnen Profil? Hallo, hier ist Vitus von HiFi.de. Das hier ist die LG DSG 10TY mit vollem Modellcode. Und in diesem Video will ich vor allem auf die Frage eingehen, ob die Soundbar, die optisch zur G- und M-Serie von LG passt, auch wirklich vernünftig klingt oder eben nur hübsch aussieht. Fangen wir mit den wichtigsten Punkten an. Die Soundbar ist nur für die Wandmontage gedacht und passt dann optisch perfekt zu G4, M4 oder deren Vorgängermodellen. Mit einer UVP von 799 € ist sie auch keine wirklich günstige Option. Daher werde ich in diesem Video auch nur auf die Kombination mit den besagten OLEDs eingehen, weil das auch noch ein paar weitere Vorteile eben mit sich bringt. Die DSG 10TY ist ziemlich genauso breit wie ein 65 Zoll Gallery OLED, nämlich 1,44 m. Die passenden Wandhalterungen mitsamt Schraubendübel und Bohrschablone liegen bei. Von der Soundbar muss dann eigentlich nur das Stromkabel mit externem Netzteil weggehen, da sich die Soundbar auch kabellos mit den LG-Fernsehern verbinden kann. Die Tonleiste ist schlicht gehalten und weitestgehend von schwarzem Stoff bedeckt. Um den Rand läuft, wie beim Gallery TV, ein schlanker Alurahmen. Die Verarbeitung bewegt sich dabei auf einem hohen Niveau. Einzig das etwas schlanke Display würden wir bemängeln, denn mehr als 5 Buchstaben können nicht dargestellt werden. Immerhin ist es hell und groß genug, um auch aus der Distanz noch gut abgelesen werden zu können. Der mitgelieferte Subwoofer passt ebenfalls designtechnisch gut zur Soundbar. Die Front ist mit Stoff bedeckt, der Korpus in Anthrazit gehalten. Auf der Oberseite sitzt noch eine Alu-Abdeckplatte, die jedoch nicht ganz so silbrig ist wie der Rahmen der Klangleiste. Die Soundbar hätte für den Fernseher einen digital-optischen Eingang oder HDMI eARC. Außerdem hat sie sogar noch einen weiteren HDMI 2.1 Eingang, damit man die Soundbar zum Beispiel auch ohne Nachteile zwischen Konsole und Fernseher schalten kann. Allerdings sind diese Anschlüsse gar nicht wirklich nötig. Denn wir konnten bei der kabellosen Verbindung über WLAN via Wowcast keine Einschränkungen ausmachen und hatten nach kleinen Startschwierigkeiten dann eine komplett stabile Verbindung inklusive aller versprochenen Features. Zur Einrichtung ist die LG Soundbar App für Android oder iOS sinnvoll. Hier kannst du ein Software-Update und die Raumeinmessung vornehmen, die Soundbar ins WLAN einbinden oder auch Pegel von Subwoofer, Center und sogar noch mehr einstellen. Danach kann man dank Wow Interface eigentlich alles Relevante, also vor allem die verschiedenen Soundmodi, auch über den Fernseher mit dessen Fernbedienung einstellen. Da man zur Not ja noch die App hat, kann man über die Soundbar-Fernbedienung und das etwas knappe Display der Soundbar somit getrost hinwegsehen. Eigentlich hat die Soundbar mit 3.1 Kanälen nur Stereo, Center und Subwoofer zur Verfügung, allerdings kann sie trotzdem mehr. Sie unterstützt sowohl Dolby Atmos als auch DTS:X und schafft es wirklich, eine beeindruckend breite Bühne aufzubauen. Die optionalen Rear-Speaker haben wir eigentlich nie wirklich vermisst beim Testen. Sobald sich der Klang allerdings in die Höhe verlagert, kommt die LG DSG 10TY wirklich an ihre Grenzen. Ja, zwischendurch verirrt sich auch mal ein Ton ein bisschen weiter nach oben, aber allzu viel 3D-Sound solltest du nicht erwarten. Echte Upfiring-Speaker stecken schließlich auch nicht drin. Allerdings ist das gar nicht so schlimm, denn durch die starke Surround-Performance kommt auch bei passenden 3D-Tonspuren noch immer genügend Mittendrin-Gefühl fürs Heimkino auf. Nicht ganz so viel wie bei einer Sennheiser Ambeo Soundbar Plus, aber trotzdem beachtlich. Zusammen mit dem Subwoofer kommt die Soundbar auf eine Leistung von 420 Watt. Jedoch haben wir jetzt den Subwoofer im Test deutlich runtergeregelt, weil er etwas übertrieben hat und in hektischen Szenen Details verloren ging. Sowohl Spotify Connect als auch Tidal Connect machen das Streamen von Musik unkompliziert. Chromecast und AirPlay 2 sind auch noch mit dabei. Sagen wir es so, auch bei Musik bekommt man einen guten Klang. Besser als bei vielen Soundbars,
aber auch wieder hinter Sennheiser oder dedizierten Stereo-Lautsprechern. Ich will das Fazit mal so einleiten. Wir testen wirklich viele Produkte und versuchen natürlich stets, alle Leserinnen und Leser oder Zuschauerinnen und Zuschauer hier auf YouTube kompetent und hilfreich zu beraten. Der Punkt, den ich da oft ein bisschen ausklammer, ist das Design oder die Optik. Denn das sieht ja jeder selbst und ich habe den Eindruck, dass der Punkt oft schon vorher klar oder eben sogar nur zweitrangig ist. Bei dieser Soundbar geht es aber in erster Linie um die Optik und eben die Synergie in Kombination mit einem Gallery OLED an der Wand. Klar kann man diese Soundbar, also zumindest bedingt, auch mit einem Fernseher auf Standfuß oder von einem anderen Hersteller verwenden. Aber dann schwinden meiner Meinung nach die größten Vorteile und dann gibt es eben auch günstigere oder bessere Optionen. Aber wenn der Look einem gefällt und man einen entsprechenden Fernseher in 65 oder 77 Zoll an der Wand hängen hat, dann hat man mit der DSG 10TY einen deutlich besseren Klang als aus dem Fernseher selbst und eine wirklich tolle, breite Bühne, ohne dass man dafür irgendwelche Kompromisse beim Design eingehen muss. Den Link zum ausführlichen Test von Torben findest du genau wie sinnvolle Alternativen, die auch nicht unbedingt an der Wand montiert werden müssen, unten in der Videobeschreibung. Oder du schaust einfach direkt in eins dieser beiden Videos rein.